Der 22. Februar 2024 war Madeleine Sotos Geburtstag. An diesem Tag feierte sie ihn mit ihrer Familie im Haus von Verwandten in Zentral-Florida. Maddie lebte mit ihrer Mutter Jennifer in der Wohnanlage Venetian Bay Village in Kissimmee, südlich von Orlando. Sie besuchte die Hunter Creek Middle School, obwohl sie keine guten Noten erzielte, da sie oft abgelenkt war. Lehrer berichteten, dass sie im Unterricht häufig müde wirkte, den Kopf gesenkt hielt und oft die Augen geschlossen hatte. Freunde sagten, dass Maddie häufig traurig gewesen sei und ohne ersichtlichen Grund geweint habe. Manchmal beschwerte sie sich über ihre Mutter. Sie bezeichnete Jennifer als bipolar und sagte, dass sie sich oft stritten. Über Jennifers Partner Stefan Sterns sprach Maddie liebevoll mit ihren Freunden. Diese berichteten, dass sie Stefan sehr nahe gestanden habe und den ganzen Tag über oft mit ihm schrieb oder per Videoanruf sprach. Am Montag, dem 26. Februar, dem Tag nach Maddies Geburtstagsfeier, fuhr Jennifer Soto zur Hunter Creek Middle School, um ihre Tochter abzuholen. Sie wartete, bis die Kinder aus der Schule kamen und bald wurde klar, dass Maddie nicht unter ihnen war. Da sie dachte, Maddie könnte bei ihrer Großmutter sein, ging Jen zum Büro ihrer Mutter, das sich neben der Schule befand und wo Maddie früher nach dem Unterricht hinging, doch auch dort war sie nicht. Die Schulverwaltung überprüfte die Anwesenheitslisten aller Unterrichtsstunden und teilte Jen mit, dass ihre Tochter an diesem Tag nicht am Unterricht teilgenommen hatte. Jen begann sofort, die Umgebung mit dem Auto und zu Fuß nach Maddie abzusuchen. Gegen 16:30 Uhr, nachdem Jen keine Spur von Maddie gefunden hatte, riefen zwei unbekannte Frauen im Namen der besorgten Mutter den Notruf an. Jen und die anderen warteten auf die Polizei, da es keine offensichtlichen Orte mehr gab, an denen man suchen konnte und keinerlei Spuren von Maddie vorlagen. Es war fast 20 Uhr, als die Polizei an dem Ort eintraf, an dem sich eine Gruppe von Menschen mit Jen befand, darunter auch ihr Partner Stefan Sterns. Maddie hätte in der Schule sein sollen, war dort jedoch nie angekommen. Die Lehrer sind verpflichtet, die Anwesenheit ihrer Schüler bis 15:30 Uhr zu melden. Der automatische Anruf, der Jen darüber informierte, dass Maddie nicht im Unterricht gewesen war, erfolgte jedoch erst um 17:45 Uhr, also erst nachdem Jen bereits selbst panisch nach ihrer Tochter gesucht und Hilfe gerufen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Maddie schon seit fast 8 Stunden verschwunden. Die Polizei erfuhr, dass Stefan Maddie mit seinem Auto zur Schule gefahren hatte. Jen suchte auf ihrem Handy nach dem letzten Foto von Madeleine, das am Vortag an ihrem Geburtstag aufgenommen worden war. An diesem Tag hatte Maddie ihr Handy zu Hause vergessen. Laut Jen war diese Vergesslichkeit für sie nichts Ungewöhnliches. Madeleine hatte lediglich ihren Schullaptop dabei und dieser konnte geortet werden, obwohl er seit Sonntag bis zum Tag ihres Verschwindens nicht eingeschaltet worden war. Die Beamten begannen, eine Chronologie von Madeleines letzten bekannten Bewegungen zu erstellen. Sie erfuhren, dass Stefan sie an jenem Morgen zur Schule fahren sollte. Normalerweise wurde Maddie von ihrer Mutter oder ihren Großeltern zur Schule gebracht. Ihr leiblicher Vater hielt zwar Kontakt zu ihr, nahm jedoch nicht aktiv an ihrem Leben teil. Stefan behauptete, dass er die Vaterrolle übernommen habe. Laut seiner Aussage habe Maddie ihn gebeten, sie nicht direkt vor dem Schulgebäude abzusetzen, sondern in einiger Entfernung, damit sie den Rest des Weges zu Fuß gehen könne. Stefan gab an, dass er nach der Verabschiedung beobachtet habe, wie Maddie ihren Rucksack überprüfte. Sie habe gesagt, dass sie ihre Freunde suchen und auf sie warten würde. Jen Soto erzählte der Polizei, dass sie Maddie am Vorabend gegen 23 Uhr gesehen habe, als ihre Tochter und Stefan gemeinsam im selben Bett schliefen. Jennifer erklärte, dass die drei normalerweise als Familie im selben Bett geschlafen hätten. Wegen ihres neuen Jobs habe sie jedoch begonnen, getrennt zu schlafen, um besser ausgeschlafen zu sein. Als sie gefragt wurde, ob dies üblich gewesen sei, gab sie in verschiedenen Gesprächen unterschiedliche Antworten. In einem Fall sagte sie, dass dies selten vorkomme. In einem anderen gab sie zu, dass es keine Seltenheit gewesen sei, sie aber nicht gestört habe. Sie erklärte außerdem, dass sie die Interaktion zwischen Maddie und Stefan zunächst sehr aufmerksam beobachtet habe, mit der Zeit jedoch weniger wachsam geworden sei. Sie seien etwa 7 Jahre zusammen gewesen und in dieser Zeit seien Stefan und Maddie ihrer Aussage nach einander sehr nahe gekommen. Die Beschreibung von Stefans morgendlichen Fahrten wurde sofort zu einem zentralen Bestandteil der Ermittlungen.
Der 38-jährige Mann führte die Polizei zu einer Stelle in der Nähe einer Kirche, wo er behauptete, Maddie abgesetzt zu haben, damit sie den Rest des Weges zur Schule zu Fuß zurücklegen könne. Zunächst schien die Geschichte glaubwürdig. Vor der Kirche war eine Kamera installiert. Die Polizisten überprüften die Aufnahmen und sahen, dass gegen 8:40 Uhr morgens ein Mädchen das Kirchengelände betrat und sich auf dem Parkplatz auf den Boden setzte. Um 8:58 Uhr stand die Person auf und ging in Richtung Schule. Die Aufnahme war jedoch von extrem schlechter Qualität, sodass nicht eindeutig festgestellt werden konnte, ob es sich tatsächlich um Madeleine handelte. Selbst die Kleidung war kaum zu erkennen. Außerdem war auf den Aufnahmen das Fahrzeug zu sehen, das die Person abgesetzt hatte, und es schien sich um eine dunkle Limousine zu handeln, nicht um einen silbernen Lincoln. Verkehrskameras hatten tatsächlich Stephans Auto erfasst, das an jenem Morgen in der Nähe der Schule unterwegs war. Als sich sein Fahrzeug der Schule näherte, schien er jedoch abzubiegen und in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Der Sheriff von Orange County organisierte groß angelegte Suchaktionen nach Madeleine. Mehr als 50 Mitglieder des Rettungsteams durchsuchten Wanderwege und Waldgebiete in der Nähe der Schule. Spürhunde, die Madeleines Geruch aufnahmen, suchten die Wege ab, während für unwegsames Gelände Quads und Pferde eingesetzt wurden. Die Polizei konnte auf Madeleines Telefondaten zugreifen und Informationen finden, die darauf hindeuteten, dass sie zuvor geäußert hatte, im Wald leben zu wollen. Jen und Stephan wandten sich an lokale Medien, um Informationen über ihr Verschwinden zu verbreiten. Die Polizei verfolgte Stephans Bewegungen mit Hilfe von Überwachungskameras und stellte dabei mehrere Unregelmäßigkeiten in seiner Route fest. Um 7:30 Uhr morgens wurde er dabei gefilmt, wie er etwas in einen Müllcontainer neben dem Haus warf. Anschließend fuhr er zu einem Vape-Shop, der noch geschlossen war, kehrte nach Hause zurück und fuhr danach erneut zu demselben Geschäft. Er gab außerdem an, beim Spieleladen House Rules vorbeigefahren zu sein, doch die Kameras hatten ihn dort nicht erfasst. Stephan erklärte zwar, warum sein Auto an verschiedenen Orten in den Bezirken Orange und Osceola gefilmt worden war, allerdings wurde er nie dabei aufgenommen, wie er ein Restaurant oder ein Geschäft betrat. Irgendwann zwischen Mittag und 14 Uhr musste der 38-jährige Mann einen platten Reifen wechseln. Er gab an, irgendwo entlang des Highway 192 auf einer wenig befahrenen Landstraße angehalten zu haben, um den Reifen zu wechseln, konnte den genauen Ort jedoch nicht benennen. Die Kameras zeichneten seine Fahrt in diesem Gebiet zwar auf, konnten jedoch nicht die gesamte Strecke rekonstruieren, die er zurückgelegt hatte. Für Stephans Haus und sein Auto wurde ein Durchsuchungsbefehl erwirkt. Stephan gab an, dass er am Tag von Maddies Verschwinden zweimal versehentlich die Werkseinstellungen seines Handys zurückgesetzt habe. Die Ermittler verfolgten außerdem den Weg des Mülls aus der Tonne bis zu der Stelle, an der er entsorgt worden war. Unter dem Müll fanden Spurensicherer ein Stück Reifenprofil, das mit dem hinteren Reifen auf der Beifahrerseite von Stephans Auto übereinstimmte. Neben diesem Reifen wurde ein weißer Müllsack gefunden, den Stephan gegen 7:30 Uhr morgens vor der Fahrt zur Schule in den Müllcontainer geworfen hatte. In dem Sack befanden sich ein schwarzer Rucksack mit violettem Hawaii-Muster sowie ein weißer Croc-Schuh. Der zweite Schuh wurde in einem der Schlafzimmer des Hauses gefunden. Im Rucksack befand sich ein Laptop der Orange County Public School mit dem Namen Soto. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Madeleine am Morgen des 26. Februar nicht in der Nähe der Schule abgesetzt worden war. Stattdessen gingen sie davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen sei. Stephan kehrte zu seinem Auto zurück, nachdem er den weißen Müllsack entsorgt hatte. Dies wurde von einer Kamera aufgezeichnet, das Video selbst wurde jedoch nicht veröffentlicht. Nach Angaben der Polizei war auf dem Beifahrersitz des Autos ein Mädchen in einem grünen Hoodie zu sehen. Ihr Kopf war auf die linke Schulter gesunken. In einem der Polizeiberichte hieß es, das Mädchen habe eine für eine sitzende Person ungewöhnliche Körperhaltung eingenommen. Gegen 8:20 Uhr morgens fuhr Stephan aus dem Tor der Wohnanlage, nachdem er kurz mit dem Wachmann gesprochen hatte. Etwas mehr als eine Stunde später, nachdem er mit seiner Beifahrerin verschiedene Orte angefahren hatte, fuhr sein Auto in die Tiefgarage eines Holiday Inn. Dort parkte er. Nach Angaben der Polizei zeigten die Überwachungskameras der Tiefgarage, wie der Fahrer ausstieg, die Leiche vom Beifahrersitz hob und sie in den Kofferraum legte. Danach verließ das Auto die Tiefgarage.
Stephans Auto wurde an der Old Hickory Tree Road gesichtet. Später am selben Tag hielt er irgendwo in dieser Gegend an, um einen Reifen zu wechseln. Gegen 16:40 Uhr kehrte er zum Wohnkomplex zurück und warf den Reifen in einen Müllcontainer. Etwa zur gleichen Zeit befand sich Jen in der Hunter Creek School und versuchte verzweifelt, ihre Tochter zu finden. Stefan Sterns wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Anfangs stand die Festnahme jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Mord. Die Ermittler entdeckten ein mit Stefans Telefon verknüpftes Google Drive-Konto, das über 1700 schockierende Bilder und Videos sexueller Natur aus den Jahren 2022 und 2023 enthielt. Auf vielen davon war Madeleine zu sehen. Dieses Material lieferte unwiderlegbare Beweise für den jahrelangen Missbrauch. Gegen Stefan wurden Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs und weiterer Straftaten erhoben. Tatsächlich hätte ihm aufgrund der jüngsten Gesetzesänderungen in Florida die Todesstrafe drohen können, wenn die Dateien nur wenige Monate später entstanden wären. Das Gesetz, das die Möglichkeit der Todesstrafe für solche Verbrechen vorsieht, wurde im Dezember 2023 unterzeichnet. Am Freitag, dem 1. März 2024, erhielten die Strafverfolgungsbehörden einen Hinweis, dass Stefan Sterns dabei gesehen worden sei, wie er in der Gegend der Old Hickory Tree Road in St. Cloud einen platten Reifen wechselte. Ein Zeuge gab an, ihn neben seinem Auto gesehen zu haben, ganz in der Nähe der Stelle, an der er zuletzt von einer Überwachungskamera erfasst worden war. Als die Ermittler am Nachmittag des 26. Februar in diese Richtung fuhren, kontaktierte das Sheriffbüro gegen 16:30 Uhr den Eigentümer eines Grundstücks hinter einem verschlossenen Tor gegenüber dem Straßenabschnitt, an dem Stefan vermutlich angehalten hatte. Nachdem das Tor geöffnet worden war, gingen die Beamten nach links, wo hohe Bambusbäume wuchsen. Dort bemerkte der Captain eine blaue Jeans, nur wenige Meter von der Bambusreihe entfernt. Unter den Bäumen entdeckten die Ermittler etwas, das offenbar eine Leiche war. Der Oberkörper war mit einem grünen Tuch bedeckt. Die Person trug eine blaue Jeans. Es sah so aus, als hätte jemand das Mädchen mit Heu oder trockenem Gras bedeckt. Später wurde bestätigt, dass es sich bei dem zwischen den Bäumen gefundenen Mädchen um Madeleine Soto handelte. Aufgrund der vermuteten Art des Verbrechens wurde die Todesursache offiziell zunächst nicht bekannt gegeben. Lokale Medien berichteten jedoch unter Berufung auf Informationen aus dem Büro des Gerichtsmediziners, dass Madeleine vermutlich durch Ersticken ums Leben gekommen sei. Einer der Hilfs-Sheriffs erklärte, Jennifer habe ursprünglich angegeben, ihre Tochter zuletzt am Morgen gesehen zu haben, als diese sich gegen 8 Uhr für die Schule fertig gemacht habe. Später behauptete Jen jedoch, sie habe ihre Tochter an jenem Morgen überhaupt nicht gesehen. Nach Angaben der Polizei von Kissimmee gilt Jen in diesem Fall nicht als Verdächtige. Ermittler Morris, der die Ermittlungen leitete, nachdem Materialien in Stephans Cloud-Speicher entdeckt worden waren, zeigte Jen einige dieser Bilder. Der Ermittler hielt fest, dass Jen, als sie mit den Aufnahmen konfrontiert wurde, bestritt, die Personen darauf erkennen zu können. Er merkte an, dass auf den Bildern deutlich zu erkennen gewesen sei, was dort geschah. Trotzdem beharrte Jen darauf, nichts erkennen zu können, beinahe so, als befinde sie sich in einem Zustand der Verdrängung. Stefan Sterns wurde wegen des Todes von Madeleine Soto wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Später weigerte er sich jedoch, zu Anhörungen vor Gericht zu erscheinen. Er äußerte Unzufriedenheit über die Haftbedingungen im Bezirksgefängnis. Der Bundesstaat Florida kündigte an, die Todesstrafe zu beantragen. Rechtsexperten vermuteten, dass Stefan, sollte er sich doch dazu entschließen, vor Gericht zu erscheinen, dies nur tun würde, um der Todesstrafe zu entgehen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Im Jahr 2011 beginnt für die damals 16-jährige Sabrina Zunich ein neues Kapitel, zumindest auf dem Papier. Nach einer Kindheit voller Instabilität, wechselnder Pflegefamilien und psychischer Auffälligkeiten wird sie in die Obhut der Familie Knöfel im Bundesstaat Ohio gegeben. Lisa Knöfel, Sozialarbeiterin von Beruf, nimmt Sabrina in ihr Haus auf. Eine Frau mit scheinbar unerschütterlicher Geduld, die bereits beruflich mit schwierigen Jugendlichen gearbeitet hat. Jetzt will sie auch privat helfen. Sabrina zieht in ein gepflegtes Vorstadthaus ein.
Ein typisches amerikanisches Zuhause. Der Rasen gemäht, 2 Autos in der Einfahrt, Familienbilder an der Wand. Lisa lebt dort mit ihrem Ehemann Kevin und ihren 2 leiblichen Töchtern. Von außen scheint alles geordnet und stabil. Doch Sabrina spürt schnell, dass sie zwar aufgenommen wurde, aber nie ganz dazugehören wird. Die Mädchen betrachten sie mit Skepsis, Kevin ist freundlich, aber distanziert. Nur Lisa bemüht sich um Nähe, um Struktur und um ein Gefühl von Familie. Sabrina kämpft mit inneren Dämonen. Sie hat eine lange Vorgeschichte psychischer Probleme. Medikamente begleiten ihren Alltag. In der Schule gilt sie als labil, ihre Stimmung schwankt, manchmal aggressiv, manchmal verschlossen. Doch in der neuen Familie bemüht sie sich. Anfangs jedenfalls. Sie geht zur Schule, beteiligt sich im Haushalt und versucht, Anschluss zu finden. Doch je mehr sie sich bemüht, desto stärker fühlt sie sich ausgeschlossen. Die perfekte Fassade der Familie wird für sie zur täglichen Erinnerung daran, dass sie nicht dazugehört. Mit Kevin Knöfel entwickelt sich im Laufe der Monate eine besondere Dynamik. Zunächst ist er für sie eine Vaterfigur, aufmerksam, verständnisvoll, charmant. Er beginnt ihr mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als notwendig wäre. Kleine Geschenke, längere Gespräche, Blicke, die länger verweilen, Worte, die über ein normales Vater-Tochter-Verhältnis hinausgehen. Sabrina, verunsichert und auf der Suche nach Bestätigung, beginnt, sich ihm emotional zu nähern. Was als scheinbare Fürsorge beginnt, wird schleichend zu einer gefährlichen Verbindung. Lisa bemerkt zunächst nichts oder will es nicht bemerken. Ihr Vertrauen in ihren Mann ist groß. Ihre Zeit wird von Beruf, Haushalt und den eigenen Kindern in Anspruch genommen. Dass in ihrem eigenen Haus eine Katastrophe heranwächst, bleibt ihr verborgen. Noch. Mit jedem Monat verändert sich die Beziehung zwischen Kevin Knöfel und Sabrina. Aus anfänglicher Vertrautheit wird ein Spiel aus Nähe und Kontrolle. Kevin, selbst Polizist, weiß genau, wie man Vertrauen aufbaut und wie man es ausnutzt. Hinter verschlossenen Türen beginnt er, Sabrinas Unsicherheiten für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Die Gespräche zwischen ihnen werden persönlicher, emotionaler, intimer und irgendwann auch sexuell. Sabrina, innerlich zerrissen, glaubt in Kevin einen Verbündeten gefunden zu haben, einen, der sie versteht, der sie nicht verurteilt, der ihr Nähe gibt. Sie glaubt, geliebt zu werden. In Wahrheit aber beginnt sie, sich vollständig von Lisa zu entfernen, ihrer Pflegemutter, der Frau, die ihr eigentlich helfen wollte. In Sabrinas Augen wird Lisa zur Rivalin, zum Hindernis. Kevin fördert diesen Gedanken. Er redet schlecht über seine Frau, beschreibt sie als kalt, unzufrieden und lieblos, und er spricht von einer gemeinsamen Zukunft mit Sabrina. Was sich innerhalb der Wände des Hauses abspielt, bleibt nach außen unsichtbar. Doch die Dynamik verändert sich. Lisa bemerkt, dass sich Sabrina zunehmend verschließt, dass ihr Verhalten aggressiver und distanzierter wird. Es kommt zu Spannungen und Streit. Lisa denkt an eine Rückführung des Mädchens und will das Jugendamt einschalten. Sie fühlt sich überfordert, vielleicht sogar bedroht. Aber sie zögert, aus Pflichtgefühl, vielleicht auch aus Mitgefühl. Kevin wiederum scheint gelassen. Nach außen hin ist er der besonnene Familienvater. Doch in den Gesprächen mit Sabrina wird er direkter. Er beginnt über ein Leben ohne Lisa zu sprechen, über Geld, über Freiheit, über die $750.000 schwere Lebensversicherung, die Lisa abgeschlossen hat. Für Sabrina, jung, manipuliert und psychisch instabil, klingt das wie ein Versprechen. Ein Weg zu einem neuen Leben, das sie sich erträumt, mit Kevin an ihrer Seite. In ihrem Inneren wächst ein Entschluss. Aus einer vagen Vorstellung wird Planung und aus Planung wird bald Tat. Der 16. November 2012 beginnt wie ein gewöhnlicher Freitagmorgen in der Vorstadt von Willoughby Hills, Ohio. Es ist kalt. Das Haus der Familie Knöfel liegt still in der Dämmerung. Lisa ist früh aufgestanden, ihre Töchter schlafen noch. Kevin ist außer Haus, offiziell im Dienst. Sabrina jedoch ist wach. Wach und entschlossen. Gegen 6 Uhr morgens geht sie ins Badezimmer, bewaffnet mit einem Messer, das sie sich aus der Küche geholt hat. Sie trägt Handschuhe. Ihr Blick ist leer.
Sie betritt das Schlafzimmer von Lisa Knöfel, in dem diese noch im Bett liegt. In wenigen Sekunden beginnt eine brutale, erschütternde Tat. Sabrina stürzt sich auf die Frau, die sie einst aufnehmen wollte, und sticht auf sie ein. Immer wieder, mit erbarmungsloser Wucht. Lisa wehrt sich, ruft um Hilfe, doch sie ist überrascht und körperlich unterlegen. Im Haus wird es laut. Eine der Töchter wacht auf und sieht, was geschieht. Sie rennt zu einem Telefon und ruft die Polizei. Sabrina flieht nicht. Sie bleibt stehen, atmet schwer und schaut auf das, was sie getan hat. Als die Polizei wenig später eintrifft, finden die Beamten Lisa Knöfel leblos im Bett, mit mehr als 150 Stichverletzungen. Die Szene ist grausam, das Schlafzimmer ein Bild des Schreckens, Blut an den Wänden, auf dem Boden und auf Sabrinas Kleidung. Sie wird noch am Tatort festgenommen. Ruhig, ohne Widerstand. Fast so, als habe sie genau das erwartet, als sei es der logische Endpunkt einer Geschichte, die nie gut hätte enden können. In ihrer ersten Aussage nennt sie ein einziges Motiv: Kevin wollte es so. Die Ermittler stehen vor einem verstörenden Fall. Eine Pflegetochter bringt ihre Betreuerin um, mit extremer Gewalt. Aber schnell wird klar, Sabrina hat nicht allein gehandelt. Ihre psychische Verfassung, die Beziehung zu Kevin und ihre Beweggründe, alles weist auf eine tiefere, düstere Dynamik hin und auf einen Mann, der deutlich mehr wusste, als er zunächst zugab. Nach der Tat beginnt eine Welle von Ermittlungen, die das Bild einer scheinbar normalen Familie in sich zusammenbrechen lässt. Sabrina Zunich wird verhört. Zunächst ruhig, beinahe mechanisch. Doch mit jeder Stunde, die vergeht, kommen mehr Details ans Licht und mit ihnen ein düsteres Netz aus Manipulation, Lügen und emotionalem Missbrauch. Sabrina erklärt, dass sie nicht aus Hass gehandelt habe, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu Kevin Knöfel. Sie beschreibt, wie er ihr das Gefühl gegeben habe, etwas Besonderes zu sein, wie er sie systematisch von Lisa entfernt habe, wie er ihr eingeredet habe, dass Lisa das Einzige sei, was zwischen ihnen stehe. Und schließlich schildert sie, wie er den Gedanken an ein gemeinsames Leben immer wieder mit beiläufigen Bemerkungen andeutete, wenn Lisa nicht mehr da wäre, bis dieser Gedanke in ihr reifte, Gestalt annahm und schließlich zur Tat wurde. Die Polizei horcht auf, denn Kevin hatte eine Lebensversicherung auf seine Ehefrau abgeschlossen und die Frage steht im Raum: War der Mord nicht nur ein Ausbruch der Emotionen einer psychisch instabilen Jugendlichen, sondern Teil eines kalkulierten Plans? Kevin Knöfel wird zur Vernehmung geladen. Er zeigt sich geschockt, betroffen und spielt die Rolle des trauernden Ehemanns. Doch die Ermittler haben Zweifel. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Sabrina berichtet von eindeutigen Anspielungen, von Gesprächen über das gemeinsame Leben danach. Sie spricht von intimen Momenten und von Versprechen, die Kevin ihr gemacht habe. Von Nachrichten, die nicht mehr existieren, weil sie gelöscht wurden. Die Ermittler beantragen Durchsuchungsbefehle. Sie untersuchen Kevins Computer, sein Handy und seine Dienstunterlagen und sie finden Spuren. Zwar sind viele Nachrichten gelöscht, doch Fragmente bleiben erhalten. In mehreren Chatverläufen entdecken sie Hinweise auf eine unangemessene Beziehung. Die Sprache ist zweideutig, aber deutlich genug, um einen Verdacht zu nähren. Kevin bestreitet alles. Er sagt, Sabrina habe sich in ihn verliebt, doch er habe ihre Gefühle nie erwidert. Sie habe alles missverstanden. Doch der Verdacht bleibt. Und er wird stärker, als Sabrina ein umfassendes Geständnis ablegt, in dem sie detailliert schildert, wie Kevin sie manipuliert und zu der Tat gedrängt habe. Sie beschreibt Details, die nur jemand wissen konnte, der in engem Kontakt mit Kevin stand. Sie beschreibt nicht nur Gespräche, sondern auch intime Situationen. Sie sagt, Kevin habe ihr mehrfach versichert, dass alles besser werde, wenn Lisa weg ist. Dass er sich um alles kümmern werde. Dass sie keine Angst haben müsse. Währenddessen gerät das öffentliche Bild Kevins zunehmend ins Wanken. In seiner Polizeidienststelle ist die Stimmung angespannt. Die Medien berichten ausführlich. Ein Polizist, dem vorgeworfen wird, eine Jugendliche manipuliert und in einen Mord verwickelt zu haben. Die Empörung wächst. Doch Beweise sind rar. Kevin bleibt offiziell ein freier Mann. Zunächst. Sabrina hingegen bleibt in Untersuchungshaft. Sie wirkt gebrochen, aber auch entschlossen. Sie will reden.
alles erzählen. Und sie beginnt zu kooperieren. Nicht aus Reue, sondern weil sie sich betrogen fühlt, weil sie glaubt, Kevin habe sie manipuliert, benutzt und anschließend fallen gelassen. Sabrinas vollständiges Geständnis verändert den Verlauf der Ermittlungen entscheidend. Was zunächst wie ein spontaner Mord einer psychisch instabilen Jugendlichen wirkte, entpuppt sich zunehmend als das Endstadium eines monatelangen perfiden Spiels, inszeniert von einem Mann, der gleichzeitig Ehemann, Vater, Polizist und Verführer war. Die Staatsanwaltschaft beginnt, die Aussagen der Beteiligten systematisch mit digitalen Spuren und Zeugenaussagen abzugleichen. Die Ermittler sprechen mit Lehrerinnen, Mitschülern und Nachbarn. Einige erinnern sich an auffällige Spannungen im Hause Knöfel, andere an Sabrinas unbeständiges Verhalten. Eine Lehrerin berichtet von einem Gespräch wenige Wochen vor dem Mord, in dem Sabrina vage angedeutet habe, dass bald alles besser werde. Erst jetzt ergibt diese Aussage im Rückblick einen düsteren Sinn. Sabrinas Anwalt erkennt früh, dass seine Mandantin nur eine Chance auf Strafminderung hat, wenn sie umfassend kooperiert. Sabrina erklärt sich bereit, gegen Kevin auszusagen, unter Eid. Doch noch gibt es keine formelle Anklage gegen ihn. Die Justiz bewegt sich vorsichtig. Der Vorwurf lautet Anstiftung zum Mord. Doch Kevin bestreitet weiterhin alles. Er sei lediglich freundlich gewesen. Sabrina habe sich in ihn verliebt, doch er habe ihre Gefühle nie erwidert. Seine Chatnachrichten, so behauptet er, seien missverstanden worden. Was für ihn harmlose Witze gewesen seien, werde nun als Beweis interpretiert. Doch allmählich beginnt sich ein Bild zu verdichten. In Chatnachrichten, die später von den Ermittlern ausgewertet wurden, fanden sich Formulierungen wie »Ich wünschte, wir könnten nur wir beide sein«, sowie Andeutungen darüber, wie sich das Leben ohne Lisa verändern würde. Diese Formulierungen wirken zunächst subtil, erhalten jedoch im Zusammenhang mit der Tat eine erschreckende Bedeutung. Die Ermittler konfrontieren Kevin mit den Inhalten. Seine Antworten werden zunehmend ausweichend. Dennoch bleibt er zunächst auf freiem Fuß. Es fehlt ein direkter Beweis dafür, dass er den Mord konkret geplant oder in Auftrag gegeben hat. Sabrina wird derweil offiziell wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Ihr droht lebenslange Haft. Doch aufgrund ihrer Kooperation und des belastenden Hintergrunds der Manipulation beantragt ihr Anwalt ein reduziertes Strafmaß. Die Öffentlichkeit diskutiert, ist Sabrina Täterin oder selbst Opfer? Ein Mädchen mit psychischen Problemen, manipuliert von einem erwachsenen Mann, der sie erst emotional und später auch körperlich ausnutzte? Ein psychologisches Gutachten im Auftrag des Gerichts stellte bei Sabrina eine emotionale Abhängigkeit sowie ein vermindertes Urteilsvermögen fest. Sie habe nicht aus vollständig eigenem Entschluss gehandelt, sondern unter dem Einfluss einer Beziehung gestanden, die von Anfang an ungesund gewesen sei. Doch wie viel Schuldminderung darf eine solche Vorgeschichte rechtfertigen? Und ist Kevin wirklich der eiskalte Drahtzieher oder lediglich ein moralisch fragwürdiger Mann, dessen Verhalten katastrophale Folgen hatte? Die Antwort sollte letztlich das Gericht klären. Doch für Sabrina war eines klar. Wenn sie noch Hoffnung auf eine Zukunft haben wollte, musste sie die ganze Wahrheit erzählen und ihren einstigen Verbündeten zu Fall bringen. Im Sommer 2014 beginnt der Prozess gegen Sabrina Zunich. Das Mädchen tritt mit gesenktem Blick vor Gericht. Ihr langes dunkles Haar fällt locker über ihre Schultern. Die Kameras sind auf sie gerichtet, doch sie wirkt nicht wie eine berechnende Mörderin. Eher wie ein verlorenes Mädchen, das viel zu früh in ein Leben voller Schmerz und Verwirrung geraten ist. Sie bekennt sich schuldig, ohne Umschweife. Ja, sie habe Lisa getötet. Ja, sie habe das Messer genommen, sei ins Schlafzimmer gegangen und habe immer wieder zugestochen. Aber sie sagt auch, ich habe es nicht allein getan. Sabrina Zunich wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Schuldbekenntnis erspart ihr ein vollständiges Verfahren, dennoch entscheidet das Gericht, dass die Brutalität der Tat und ihre Rolle darin keine mildere Strafe zulassen. Eine vorzeitige Entlassung ist frühestens nach 30 Jahren möglich. Zu diesem Zeitpunkt wäre sie 47 Jahre alt. Immer wieder betont sie die Rolle, die Kevin Knöfel in ihrem Leben gespielt habe. Ihre Aussage wird zentral für alles, was darauf folgt. Denn während Sabrina verurteilt wird, wird Kevin schließlich angeklagt.
Der Vorwurf: Verführung einer Minderjährigen, unangemessene sexuelle Beziehung zu einer Pflegetochter und Anstiftung zum Mord. Die Beweislage ist nicht eindeutig. Es gibt keine Tonaufnahme und keine Nachricht mit einer klaren Aufforderung zur Tat. Doch Sabrinas Aussage ist detailliert und in sich stimmig. Zudem überschneidet sie sich mit zahlreichen Indizien. Im Prozess gegen Kevin zeichnet sich zunehmend ein Muster ab. Er hatte nicht nur mit Sabrina geschrieben, sondern auch mit anderen jungen Frauen. Immer dieselbe Vorgehensweise. Interesse zeigen, Nähe aufbauen und Schwächen ausnutzen. Für die Geschworenen wird sichtbar, dass es sich nicht bloß um einen Fehltritt handelte, sondern um systematischen Missbrauch. Im anschließenden Verfahren wird Kevin Knöfel nicht nur wegen der sexuellen Beziehung zu Sabrina Zunich verurteilt, sondern auch wegen Anstiftung zum Mord. Die Geschworenen kommen zu dem Schluss, dass er das psychisch labile Mädchen gezielt manipuliert hatte, mit Versprechen, Andeutungen und einer schleichenden Vorbereitung auf die Tat. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Kevin Sabrina für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert und die Tat bewusst eingefädelt hatte. Für die Justiz steht fest, er war kein bloßes Opfer der Umstände, sondern ein Drahtzieher. Kevin Knöfel erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 30 Jahren. Verurteilt wird er wegen Anstiftung zum Mord sowie wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Für viele bleibt das Urteil dennoch unbefriedigend. Eine Frau ist tot, eine Jugendliche psychisch zerstört und ein Polizist hat seine Position auf grausamste Weise missbraucht. Sabrina Zunich bleibt im Gefängnis. In späteren Interviews sagt sie, sie bereue die Tat zutiefst. Doch sie sei überzeugt, dass sie ohne Kevin niemals dazu fähig gewesen wäre. Was bleibt, ist die tragische Geschichte eines Mädchens, das in einem System voller Schwächen auf den falschen Menschen traf, und die Geschichte einer Familie, die dafür den höchsten Preis zahlte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Die Frau wurde tot in ihrem eigenen Haus aufgefunden. Schon in den ersten Monaten der Ermittlungen hatte die Polizei etwa 100 Verdächtige, doch es gelang ihr dennoch nicht, den Täter zu finden. Das ging 8 Jahre lang so weiter, bis die Ermittler einen völlig unerwarteten Hinweis erhielten, der den Fall auf den Kopf stellte und dazu beitrug, die überraschende Wahrheit ans Licht zu bringen. Linda Jensen wurde am 16. Juni 1952 in Minneapolis geboren. Ihre Eltern hatten 4 Kinder, 2 Jungen und 2 Mädchen. Linda stand ihrer älteren Schwester besonders nahe. Sie liebten es, zusammen zu spielen, in der Natur spazieren zu gehen und Skateboard zu fahren. In den folgenden Jahren begann Linda sich aktiv sportlich zu betätigen. Sie ging regelmäßig morgens joggen, schwamm und ritt sogar auf Pferden. Als sie 18 war, heiratete sie einen Jungen namens Charlie. Sie kannten sich schon seit ihrer Kindheit. Jedes Jahr mieteten Lindas Eltern ein Ferienhaus auf dem Land und die ganze Familie verbrachte den größten Teil des Sommers dort. Charlies Eltern waren die Eigentümer dieses Hauses. 2 Jahre nach der Hochzeit bekamen sie einen Sohn. Letztendlich zerbrach die Ehe jedoch. Charlie, der in Vietnam gedient hatte, griff immer häufiger zum Alkohol, um die Erinnerungen an diese Ereignisse zu betäuben. Das führte zu ernsthaften Problemen in ihrer Ehe. Nach 7 Jahren beschloss Linda, die Scheidung einzureichen und das Sorgerecht für das Kind blieb bei ihr. 4 Jahre später begann sie, sich mit einem Mann namens Robert zu treffen. Gemeinsam bekamen sie einen Sohn. Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange. Kurz nach der Geburt des Jungen trennten Robert und Linda sich und Linda blieb allein mit 2 Kindern zurück. Weitere 4 Jahre später lernte sie einen Mann namens John kennen und sie heirateten. Das Paar zog nach Kalifornien. Doch 2 Jahre später beschlossen sie, sich scheiden zu lassen und Linda kehrte nach Minneapolis zurück. Kurz nach ihrer Rückkehr nahm sie wieder Kontakt zu ihrem ersten Ehemann Charlie auf. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Sohn bereits erwachsen und ausgezogen und Linda zog den Jüngeren alleine groß. In der Zwischenzeit hatte Charlie seine Alkoholprobleme in den Griff bekommen. Er und Linda gaben zu, dass sie all die Jahre über nie aufgehört hatten, einander zu lieben. 1991, als sich ihre erste Hochzeit zum 20. Mal jährte, heirateten sie erneut und schon wenige Monate später kam ihre Tochter zur Welt.
Zu viert ließen sie sich in einem kleinen, ruhigen Ort namens Big Lake in einer abgelegenen Gegend nieder. Und in den folgenden Monaten widmete Linda ihre ganze Zeit der Betreuung ihrer Tochter und ihres jüngsten Sohnes. Es schien, als würde ihrer Familie ein neues, glückliches Leben bevorstehen. Doch eines Tages änderte sich alles schlagartig. Am 24. Februar 1992, als Linda 39 Jahre alt war, begann der Morgen für sie und ihren Mann wie immer. Charlie wachte früh auf und ging zur Arbeit, während die Frau zu Hause blieb, um auf ihre Tochter aufzupassen, die zu diesem Zeitpunkt noch kein Jahr alt war. Ihr 9-jähriger Sohn war zur Schule gegangen, sodass sie den Vormittag mit dem Mädchen allein verbringen musste. Gegen 16 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf von Charlie ein. Mit zitternder Stimme sagte der Mann, er habe gerade seine Frau ermordet aufgefunden und die Beamten fuhren zu ihrem Haus. Laut Charlie kam er wie üblich von der Arbeit nach Hause und sah Lindas Sohn, der gerade von der Schule zurückgekommen war, sowie ihre Tochter, die im Laufstall lag. Dem Mann fiel auf, dass das Mädchen dieselbe Kleidung trug wie am frühen Morgen, als er sich von ihr verabschiedet hatte. Das kam ihm etwas seltsam vor, da inzwischen schon viel Zeit vergangen war. Noch seltsamer war die Tatsache, dass Linda nirgends zu sehen war und ihr Sohn sagte, er habe seine Mutter seit seiner Rückkehr von der Schule nicht gesehen. Charlie fügte hinzu, dass er mehrmals von der Arbeit aus zu Hause angerufen habe, Linda aber nicht abgenommen habe. Damals hatte er angenommen, dass sie einfach beschäftigt sei und sich keine weiteren Gedanken darüber gemacht, doch nun beunruhigte ihn das Ganze. Er begann das Haus auf der Suche nach seiner Frau zu durchsuchen und gelangte schließlich in ihr Schlafzimmer. Als Charlie die Tür öffnete, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Linda lag auf dem Boden, teilweise mit einem Tuch bedeckt, und aus ihrer Brust ragte direkt durch dieses Tuch hindurch ein großes Messer. Als die Polizisten das Tuch wegzogen, stellten sie fest, dass das Opfer völlig unbekleidet war und zahlreiche Stichwunden aufwies. Was das Messer selbst betraf, so stellten die Ermittler schnell fest, dass es aus Lindas Küche stammte. Doch trotz der Vielzahl an Wunden kamen die Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass die Todesursache Ersticken war. Offensichtlich hatte der Täter sie zunächst erwürgt und ihr erst danach all diese Stiche zugefügt. Außerdem fanden sie Spuren sexueller Gewalt und sicherten biologisches Material des Täters. Damals hatten sie jedoch noch keine Möglichkeit, eine DNA-Analyse in Auftrag zu geben, da sich diese Technologie erst in den Kinderschuhen befand. Die Experten stellten außerdem fest, dass Lindas Todeszeitpunkt voraussichtlich zwischen 8 und 10 Uhr morgens lag, also nur wenige Stunden, nachdem ihr Mann zur Arbeit gefahren war. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Sohn bereits zur Schule gegangen und die Frau befand sich mit ihrer Tochter zu Hause. Die Polizisten überprüften alle Fenster und Türen, fanden jedoch keine Einbruchsspuren. Im Haus gab es ebenfalls keine offensichtlichen Anzeichen eines Kampfes, als hätte das Opfer den Mörder freiwillig hereingelassen und den Angriff bis zum allerletzten Moment nicht erwartet. Die Ermittler fanden zudem keine Hinweise auf einen Raubüberfall, abgesehen von einem merkwürdigen Detail. Das Einzige, was aus dem Haus fehlte, war die Bettwäsche vom Bett im Schlafzimmer des Opfers, wo man ihre Leiche gefunden hatte. Möglicherweise hatte der Täter die Tat auf dem Bett begangen und beschlossen, die Bettwäsche vorsichtshalber zu entsorgen, aus Angst, dort Spuren zu hinterlassen. Somit deutete alles darauf hin, dass der Täter das Opfer nicht nur persönlich kannte, sondern auch starken Hass auf sie hegte. Er versetzte ihr zahlreiche Messerstiche, nachdem sie bereits verstorben war, und nagelte die Bettdecke buchstäblich an ihrem Körper fest. Den Experten gelang es nicht, fremde Fingerabdrücke auf dem Messer oder anderswo zu finden. Eine DNA-Analyse des Spermas des Täters konnten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht anfordern, weshalb sich die Ermittler auf die Untersuchung potenzieller Verdächtiger konzentrierten. Aus verständlichen Gründen begannen sie bereits in den ersten Stunden der Ermittlungen, Charlie genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Polizei erfuhr von seinen früheren Alkoholproblemen und davon, dass das Paar schon lange nicht mehr zusammen war. Noch mehr Verdacht weckte, dass er während des Gesprächs mit den Ermittlern plötzlich etwas sagte wie: »Übrigens, ihr werdet sicher meine Fingerabdrücke und meine DNA auf dem Messer finden.« Nach den Angaben des Mannes hatte er die Tatwaffe, die Decke und das Opfer selbst berührt, als er die Leiche fand. Die Ermittler nahmen diese Aussage mit Argwohn auf. Für sie klang es so,
als hätte der Mann all dies in den ersten Stunden absichtlich gesagt, um eine Rechtfertigung für die Spuren zu haben, die sie finden würden. Allerdings gelang es ihnen recht schnell zu bestätigen, dass der Mann tatsächlich den ganzen Tag über bei der Arbeit gewesen war, und seine Kollegen bestätigten, dass er nirgendwo hingefahren war. Darüber hinaus willigte er ein, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, und der Techniker stellte keine Abweichungen fest. So wurde Charlie von der Liste der Verdächtigen gestrichen, und schon bald hatte die Polizei einen neuen Anhaltspunkt. Die Nachricht von dem Vorfall verbreitete sich augenblicklich in der kleinen Stadt, die bis vor kurzem noch als sehr sicher gegolten hatte. Die Einwohner verfolgten den Verlauf der Ermittlungen aufmerksam, und bei der Polizei gingen ständig verschiedene Hinweise ein. Einer davon erschien den Ermittlern besonders interessant. An die Ermittler wandte sich die Postbotin, die am Tag des Mordes gegen 11:30 zu Lindas Haus gekommen war. Während die Frau die Briefe in den Briefkasten steckte, sah sie, wie ein Pickup vom Haus wegfuhr. Am Steuer saß ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit zerzaustem Haar und hellem Bart. Der Frau kam er irgendwie seltsam vor, woraufhin sie an seinen Händen rote Streifen bemerkte, die wie Kratzer aussahen. Die Polizei erstellte ein Phantombild dieses Mannes und verbreitete es über die Medien, doch es gelang ihnen nicht, die Identität dieser Person festzustellen. Es konnten keine weiteren Zeugen gefunden werden. Lindas Haus lag in beträchtlicher Entfernung zu den anderen Häusern in dieser Straße, weshalb keiner der Nachbarn etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hatte. Parallel dazu untersuchten die Ermittler Lindas Umfeld und richteten schon bald ihr Augenmerk auf Robert, den Vater ihres jüngsten Sohnes. Wie wir uns erinnern, hatten sie begonnen, sich zu treffen, nachdem Linda sich von Charlie scheiden ließ. Die Beziehung ging jedoch letztendlich in die Brüche. Die Polizei erfuhr, dass Robert nach ihrer Trennung kein großes Interesse daran gezeigt hatte, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. In all den Jahren hatte das Kind ihn praktisch nicht gesehen. Dennoch kam hier eine interessante Tatsache ans Licht. Charlie erzählte, dass Robert nur wenige Wochen vor dem Mord plötzlich Kontakt zu Linda aufgenommen und erklärt habe, er habe nun beschlossen, die Beziehung zu seinem Sohn wiederherzustellen. Die Frau reagierte darauf sehr negativ. Abgesehen davon, dass ihr Sohn sich kaum an Robert erinnerte, missbrauchte der Mann zudem Alkohol und illegale Substanzen. Linda wollte nicht, dass der Junge all das mitbekam, und es kam zu einigen ziemlich angespannten Auseinandersetzungen zwischen ihr und Robert am Telefon. Die Ermittler vermuteten, dass Robert Linda getötet haben könnte, weil sie ihm verboten hatte, seinen Sohn zu sehen. Sie luden den Mann zu einer Vernehmung vor, und fast sofort weckte sein Verhalten noch mehr Verdacht. Robert gab an, dass er seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zu Linda gehabt habe, obwohl dies laut Charlie weit von der Wahrheit entfernt war. Der Mann hatte zudem kein Alibi. Er sagte, er sei zu Hause gewesen, doch niemand konnte dies bestätigen. Bald darauf weigerte er sich gänzlich, die Fragen der Ermittler zu beantworten, und beauftragte einen Anwalt. Trotz alledem hatte die Polizei keine Beweise für seine Beteiligung, und ohne diese konnte sie nichts unternehmen. Die Ermittler strichen ihn nicht von der Liste der Verdächtigen und untersuchten noch eine Weile Roberts mögliche Beteiligung, doch schließlich mussten sie weitermachen. Sie begannen, Lindas zweiten Ehemann John zu untersuchen, mit dem sie nach Kalifornien gezogen war. Nach Gesprächen mit den Angehörigen der Frau erfuhren die Ermittler, dass John ziemlich aggressiv und aufbrausend war. Er begann ständig Streit und schlug Linda sogar einmal. Genau nach diesem Vorfall reichte die Frau die Scheidung ein und kehrte nach Minnesota zurück. Allerdings fanden die Ermittler schnell heraus, dass John sich zum Zeitpunkt des Mordes in Kalifornien aufhielt und an der Schule, an der er als Lehrer tätig war, Unterricht gab. Somit hatte er schlichtweg keine physische Möglichkeit, dieses Verbrechen zu begehen. Dabei schlossen die Ermittler nicht aus, dass er jemanden für die Tat angeheuert haben könnte. Es gelang ihnen jedoch nicht, auch nur einen einzigen Beweis für diese Version zu finden. In den folgenden Monaten überprüften die Polizisten fast 100 verschiedene Männer, die ihrer Meinung nach mit diesem Mord in Verbindung stehen könnten, doch jedes Mal führte dies zu nichts. Mit der Zeit wurde Lindas Fall immer weniger beachtet und verschwand schließlich in der Schublade. Die Angehörigen der Frau setzten sich weiterhin mehrmals im Monat mit den Ermittlern in Verbindung, erhielten jedoch jedes Mal dieselbe Antwort. Es gab keinerlei Fortschritte in Lindas Fall. Am aktivsten kämpfte ihre ältere Schwester Sandy um die Aufdeckung der Wahrheit.
Sie stand in ständigem Kontakt mit Journalisten, gab Interviews und tat alles in ihrer Macht Stehende, damit Lindas Fall nicht in Vergessenheit geriet. So ging es bis 1999 weiter, als ein neuer Sheriff in der örtlichen Polizeibehörde sein Amt antrat. Er beschloss, sich um alte, ungelöste Fälle zu kümmern, darunter auch den Mord an Linda. Seitdem waren 7 Jahre vergangen und die DNA-Analyse war mittlerweile landesweit weit verbreitet. Die Ermittler schickten eine Spermaprobe des Täters an ein Labor und die Experten erstellten sein biologisches Profil, das sie anschließend mit allen Verdächtigen abglichen. Zunächst verglichen sie es mit der DNA von Charlie, Robert und John. Die Ermittler hatten ohnehin keinen Zweifel an der Unschuld der beiden Männer, da diese stichhaltige Alibis hatten. Robert hingegen stand weiterhin unter Verdacht. Wie wir uns erinnern, hatte er der Polizei aus irgendeinem Grund erzählt, dass er seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zum Opfer gehabt habe. Dabei wussten die Ermittler, dass die beiden noch wenige Wochen vor ihrer Ermordung telefoniert hatten. Allerdings stimmte auch seine DNA nicht mit der des Täters überein, weshalb er schließlich von der Liste gestrichen wurde. Danach begannen die Ermittler, Proben von anderen Verdächtigen anzufordern, deren Zahl 80 Personen überstieg, und alle erklärten sich bereit, diese freiwillig zur Verfügung zu stellen. Die Experten fanden unter ihnen keine einzige Übereinstimmung, was bedeutete, dass die Polizei 7 Jahre nach dem Mord der Identifizierung des Täters nicht einmal näher gekommen war. Als die Probe des Mörders in die FBI-Datenbank eingegeben wurde, gab es auch dort keine Übereinstimmungen. Zuletzt setzte die Polizei eine Belohnung von $5.000 für Hinweise in diesem Fall aus. Doch auch das brachte keine nützlichen Hinweise. Schließlich kam der Fall für ein weiteres Jahr zum Stillstand, bis es zu einer ziemlich unerwarteten Wendung kam. Eine Frau namens Angela rief bei der Polizei an und sagte, sie habe eine Vermutung, wer Linda getötet habe. Nach Angaben dieser Frau kannte sie das Opfer nicht persönlich. In jenen Jahren war Angela jedoch mit einem Mann namens Kent Jones zusammen. Kurz nach dem Vorfall begann sie darüber nachzudenken, dass genau er hinter diesem Mord stecken könnte. Zu ihrer Überraschung kannten die Ermittler diesen Namen sofort, da Jones bereits seit den ersten Tagen der Ermittlungen in den Akten auftauchte, allerdings nicht als Verdächtiger. Der Mann war Lindas Nachbar. Er wohnte knapp 1 Kilometer von ihrem Haus entfernt und die Polizisten stellten ihm eine Reihe von Standardfragen. Damals sagte er jedoch, er wisse nichts und kenne das Opfer nicht. Jones lebte dort mit seiner Frau und 4 Kindern. Der Mann war Leiter der Pfadfinder, ging regelmäßig mit seiner Familie in die Kirche und war ein angesehenes Mitglied der Gemeinde. Dabei hatte er laut Angelas Schilderung 1992 eine heimliche Beziehung mit ihr. Doch das war erst der Anfang ihrer Geschichte. Die Frau erzählte, dass sie einige Wochen nach Lindas Ermordung beschloss, diese Geschichte mit Jones zu besprechen, da sie wusste, dass er ihr Nachbar war. Der Mann antwortete, er kenne Linda nicht und habe sie nie gesehen. Angela bemerkte jedoch, dass sich sein Verhalten schlagartig änderte. Er wurde sichtlich wütend und die Frau konnte nicht verstehen, warum. Einige Monate später kam das Thema dieses Mordes im Laufe eines Gesprächs zwischen ihnen erneut zur Sprache. Dieses Mal erklärte Jones plötzlich, dass er kurz vor ihrem Tod mit Linda gesprochen habe und sie außerdem regelmäßig morgens an seinem Haus vorbeilaufen gesehen habe. Angela hielt diese Änderungen in der Erzählung des Mannes für äußerst verdächtig und seitdem ließ sie das Gefühl nicht los, dass Jones etwas mit ihrem Mord zu tun haben könnte. Kurz darauf trennten sie sich. Die Frau zögerte jedoch noch lange, ihre Vermutungen jemandem mitzuteilen. Erst 8 Jahre später fasste sie schließlich den Mut und rief die Polizei an. Die Ermittler zeigten Interesse an dieser Geschichte und begannen, Jones genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie fanden heraus, dass der Mann wegen Versicherungsbetrugs vorbestraft war, doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Sie fanden zahlreiche Einträge darüber, dass Jones wiederholt wegen häuslicher Gewalt angeklagt worden war. Er schlug regelmäßig seine Frau und er wurde sogar deswegen verhaftet. Doch jedes Mal weigerte sich seine Frau, Anzeige zu erstatten. Einmal wurde die Frau sogar mit einer Stichwunde ins Krankenhaus eingeliefert und sie erzählte den Polizisten, sie sei versehentlich auf ein Küchenmesser gefallen, das aus der Spülmaschine ragte. Angesichts der Vorgeschichte häuslicher Gewalt in ihrer Familie vermuteten die Polizisten, dass der Ehemann ihr diese Wunde zugefügt hatte. Doch ohne die Aussage der Frau konnten sie nichts unternehmen.
Nachdem sie all diese Informationen geprüft hatten, begannen die Ermittler, über seine mögliche Beteiligung nachzudenken. Wenn Angelas Aussage der Wahrheit entsprach, hatte der Mann die Polizei belogen, als er behauptete, das Opfer nie gesehen zu haben, und das reichte bereits aus, um ihn auf die Liste der Verdächtigen zu setzen. Im Jahr 1992 hatte er ihnen zudem gesagt, dass er zum Zeitpunkt des Mordes zu Hause gewesen sei, und seine Frau hatte diese Aussage bestätigt. Die Ermittler hatten jedoch große Zweifel daran, dass man den Worten der Frau Glauben schenken konnte, da sie ihrem Mann ständig die Schläge verzieh und ihn gegenüber der Polizei in Schutz nahm. Jetzt, 8 Jahre später, begaben sich die Ermittler zu ihm nach Hause, um ihm dieselben Fragen zu stellen. Er wohnte immer noch in demselben Haus mit seiner Frau, und die Polizisten begannen das Gespräch äußerst vorsichtig. Sie sagten, sie würden lediglich einen alten Fall erneut prüfen und hofften, neue Informationen zu erhalten. Jones sagte dasselbe wie vor 8 Jahren, dass er nie mit Linda gesprochen habe und sie nicht persönlich kenne. Seine Frau korrigierte ihn jedoch sofort und sagte etwas in der Art: »Erinnerst du dich, wie sie kurz vor dem Vorfall bei uns vorbeikam, um dich zu fragen, wie sie ihren Sohn bei den Pfadfindern anmelden könne?« Die Polizisten sahen, wie sich Jones' Gesicht vor Wut verzerrte, als seine Frau das sagte. Dennoch gab er zu, dass er diesen Moment tatsächlich vergessen hatte. Der Mann fügte hinzu, dass er das Opfer mehrmals gesehen habe, wie es die Straße vor seinem Haus entlang lief. Danach fragten die Beamten, ob er jemals eine intime Beziehung zu Linda gehabt habe. Diese Frage war notwendig, da das Sperma des Täters das Hauptbeweismittel in dem Fall war. Wenn der Verdächtige sagen würde, dass er niemals mit dem Opfer intim geworden sei, wäre dies ein direkter Beweis für seine Beteiligung an dem Mord. Jones antwortete: Nein. Daraufhin fragten die Ermittler, ob er bereit sei, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Der Mann war der erste von fast 100 Personen, der diese Bitte ablehnte. Deshalb begaben sich die Ermittler sofort zum Richter, um einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken. Sobald das Dokument unterzeichnet war, kehrten sie zu Jones zurück und dieser war gezwungen, seine Probe abzugeben. Sie wurde ins Labor geschickt und die Experten bestätigten, dass die DNA des Mannes mit dem Sperma übereinstimmte, das am Leichnam des Opfers gefunden worden war. Am 25. Juli 2000 wurde Jones verhaftet, doch er beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Als der Fall jedoch vor Gericht kam, änderte er plötzlich seine Aussage und behauptete, dass er und Linda in Wirklichkeit eine heimliche Affäre gehabt hätten und es am Tag vor ihrem Tod zu einem intimen Kontakt zwischen ihnen gekommen sei. Daraufhin wandte sich die Anklage an einen der führenden Experten des Staates, der die Spermaprobe des Angeklagten untersuchte und erklärte, dass das Sperma den Testergebnissen zufolge höchstens einige Stunden vor dem Tod der Frau hinterlassen worden sein könne, keinesfalls jedoch einen Tag zuvor. Für die Geschworenen sah es so aus, als versuche Jones lediglich, seine Geschichte an die vorliegenden Beweise anzupassen, und sie neigten den Argumenten der Anklage zur Seite. Ihrer Version zufolge wollte Jones Linda ursprünglich zu Intimitäten überreden und hatte möglicherweise gar nicht vor, sie zu töten. Sie waren der Ansicht, dass die Frau ihm gefallen hatte, nachdem sie vorbeigekommen war, um über die Möglichkeit zu sprechen, ihren Sohn bei den Pfadfindern anzumelden. Nach der Darstellung der Anklage könnte Jones an jenem Morgen zu ihr gekommen sein und unter einem Vorwand darum gebeten haben, ins Haus gelassen zu werden. Möglicherweise sagte er wolle über den Beitritt ihres Sohnes zu den Pfadfindern oder etwas Ähnliches sprechen. Anschließend, so der Staatsanwalt, habe Jones versucht, Linda zu sexuellen Handlungen zu überreden, doch sie habe sich geweigert. Daraufhin habe der Mann sich auf sie gestürzt, sie missbraucht und gewürgt und ihr anschließend mit einem Küchenmesser zahlreiche Stiche zugefügt, um ganz sicher zu gehen, dass sie tot sei. Schließlich gelangten die Geschworenen zu einem einstimmigen Urteil. Der Mann wurde des Mordes 1. Grades für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung frühestens nach Ablauf von 30 Jahren, also im Jahr 2030. Kurz darauf legten Jones' Anwälte Berufung ein und wiesen darauf hin, dass der Richter ihnen zu Unrecht untersagt hatte, andere Personen als Verdächtige ins Spiel zu bringen. Die Anwälte waren der Ansicht, dass der Mord von Robert, dem Vater des jüngeren Sohnes, sowie von einem Mann begangen worden sein könnte, der mit Linda ins gleiche Fitnessstudio ging und Gefühle für sie hegte. Der Richter befand jedoch, dass die Argumente für eine Beteiligung dieser Personen nicht ausreichten
und verbot den Anwälten daher, diese Personen vor Gericht zu erwähnen. Das Berufungsgericht prüfte den Fall lange und gab Jones im Jahr 2004 Recht. Das Urteil gegen den Mann wurde aufgehoben und es wurde ein neues Verfahren angesetzt. Dieses begann 2 Jahre später und Jones änderte erneut seine Darstellung der Ereignisse. Hatte er zuvor an der Version festgehalten, dass er und Linda am Tag vor dem Mord eine intime Beziehung gehabt hätten, so versicherte der Mann nun, dass dies tatsächlich am Morgen des Tattages geschehen sei. Somit stimmte seine neue Darstellung mit dem Gutachten des Sachverständigen überein, der festgestellt hatte, dass das Sperma nicht älter als 24 Stunden sein konnte. Die Anklage beharrte darauf, dass es absolut keine Beweise dafür gab, dass Linda ihren Mann betrogen hatte, und alle ihre Angehörigen versicherten, dass sie so etwas niemals getan hätte. Daraufhin erklärte Jones mit ernster Miene, er sei ein ziemlich geschickter Liebhaber und Frauen könnten ihm einfach nicht widerstehen. Die Anwälte des Mannes luden sogar seine Frau als Zeugin vor, damit sie diese Aussage bestätigte. Die Frau sagte jedoch, dass Jones im Bett eigentlich ziemlich schlecht gewesen sei. Letztendlich wurde er erneut für schuldig befunden und dieses Mal wies das Gericht die anschließende Berufung zurück. Damit hatte Jones faktisch keine Möglichkeit mehr, das Urteil anzufechten. Doch im Jahr 2015 geschah etwas Unerwartetes. Erinnern Sie sich an den Sachverständigen, der festgestellt hatte, dass das Sperma des Täters nicht am Tag vor dem Tod des Opfers hinterlassen worden sein konnte? Sein Name war Michael McGee und er führte eine Privatpraxis in seinem eigenen Labor. Der Mann verfügte über 30 Jahre Erfahrung und hatte sich den Ruf als einer der talentiertesten medizinischen Sachverständigen des Bundesstaates erworben. Mit der Zeit warf seine Arbeit jedoch Fragen auf, was zu einer unabhängigen Untersuchung führte, die zu recht interessanten Schlussfolgerungen kam. Die Gutachter dieser Untersuchung stellten fest, dass die Ergebnisse des Experten bei weitem nicht die genauesten und zuverlässigsten waren. Versucht man, den Kern des Problems in einfachen Worten zu erklären, so lag er im Folgenden. McGee wurde vorgeworfen, Methoden zur Untersuchung von Spuren verwendet zu haben, die nicht auf einer ausreichenden wissenschaftlichen Grundlage beruhten und deren Genauigkeit in der Fachwelt ernsthafte Fragen aufwarf. Nehmen wir als Beispiel den Fall von Linda. McGee war dort als Sachverständiger tätig, der den Todeszeitpunkt des Opfers auf zwischen 8 und 10 Uhr morgens festlegte und dafür einen Test zur Bestimmung eines bestimmten Enzyms verwendete, das im Sperma enthalten ist. Der Test sollte zeigen, wie lange sich das biologische Material des Täters bereits im Körper des Opfers befand und somit helfen, den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Das Problem war jedoch, dass die Aussagekraft dieses Tests in diesem konkreten Fall sehr gering ist und viele Experten der Meinung sind, dass er für die Analyse von Spuren absolut ungeeignet ist. Dieses Enzym kommt auch im menschlichen Körper vor, weshalb der Test leicht zu falschen Ergebnissen führen kann. Das heißt, es handelte sich nicht um offensichtlichen Betrug seitens Dr. McGee, doch die Wahl fragwürdiger Arbeitsmethoden führte dazu, dass alle Fälle, an denen er im Laufe seiner langen Karriere gearbeitet hatte, überprüft werden mussten. Es waren mehr als 200 und in einigen Fällen mussten sogar Urteile aufgehoben werden. Natürlich ließen sich die Anwälte von Jones diese Gelegenheit nicht entgehen und forderten die Aufhebung des Urteils gegen ihren Mandanten. In diesem konkreten Fall führte dies jedoch zu nichts. Das Problem für sie bestand darin, dass die DNA-Analyse dennoch eine Übereinstimmung des Spermas mit der biologischen Probe von Jones ergab und an der Genauigkeit dieses Tests kein Zweifel bestand. Derzeit verbüßt er weiterhin seine Strafe und in einigen Jahren wird er das Recht haben, einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen, doch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser genehmigt wird, ist recht gering. Abschließend sei angemerkt, dass Jones seiner Strafe möglicherweise weiterhin entgangen wäre, hätte Angela den Ermittlern ihre Verdachtsmomente nicht mitgeteilt. Sein Name tauchte bereits seit 1992 in den Akten auf, doch während dieser ganzen Zeit dachte niemand auch nur im Entferntesten an seine Beteiligung, bis dieser Hinweis einging. Und so hätte es noch lange weitergehen können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Die Geschichte von Daniela Espitia Flores begann als gewöhnliche Jugendliebe.
endete jedoch in einer Tragödie, die ganz Kolumbien erschütterte. Ihr Verschwinden und die darauffolgenden Ereignisse wurden zum Gegenstand einer aufsehenerregenden Untersuchung, die ein erschreckendes Bild von häuslicher Gewalt, Kontrolle und der Untätigkeit des Systems zutage förderte. Daniela wurde im Jahr 1998 in der lebhaften und bevölkerungsreichen Stadt Barranquilla geboren. Sie war das vierte von 5 Kindern von Janice Patricia Flores, die ihre Söhne und Töchter mit Hilfe ihrer Mutter und anderer Verwandter großzog. Über Danielas Vater ist nichts bekannt. Sie wurde als offenes, fröhliches und gütiges Mädchen beschrieben, das gerne tanzte, ihre Mitmenschen mit positiver Energie anstecken konnte und stets bemüht war, ihren Angehörigen eine Freude zu bereiten. Ihre Angehörigen betrachteten sie als die Seele der Familie und hoben besonders ihre Aufmerksamkeit, ihre Fähigkeit, Überraschungen zu organisieren, sowie ihre rührenden Glückwünsche an Geburtstagen hervor. Seit ihrer Kindheit kannte sie Daima Diaz Mendoza, der 5 Jahre älter war als sie. Ihre Kindheitsfreundschaft entwickelte sich mit der Zeit zu einer Beziehung. Über seine Vergangenheit ist wenig bekannt. Er lebte bei seiner Großmutter, versuchte eine technische Ausbildung zu absolvieren, schloss diese jedoch nicht ab. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Trotz ihres jungen Alters heirateten sie. Und Daniela wurde Mutter, noch bevor sie 16 Jahre alt war. 3 Jahre später kam die zweite Tochter zur Welt. Das Muttersein veränderte ihr Leben vollkommen. Während ihre Gleichaltrigen ins Kino gingen oder Spaziergänge machten, blieb sie zu Hause bei den Kindern. Alle ihre Entscheidungen drehten sich um deren Wohlergehen. Nach den Worten ihrer Mutter konnte Daniela Arbeit und Kindererziehung miteinander vereinbaren. Sie war aufmerksam und fürsorglich. Sie tat alles, damit ihre Töchter das Nötigste hatten, doch ihr Partner war das genaue Gegenteil. Aggressiv, unausgeglichen und abhängig von illegalen Substanzen. Schon zu Beginn ihres gemeinsamen Lebens zeigte er gewalttätiges Verhalten, das mit den Jahren immer gefährlicher wurde. Er drohte ihr wiederholt mit dem Tod und versetzte sie in einen Zustand ständiger Angst. Die Situation wurde unerträglich. Im Jahr 2018 beschloss Daniela, sich und ihre Töchter zu schützen und ging. Sie hoffte, dass der Albtraum damit ein Ende haben würde, doch selbst die Trennung brachte ihr keine Ruhe. Daniela war fest entschlossen, einen Neuanfang zu wagen. Sie fand eine Stelle als Beraterin in einem Mobilfunkgeschäft und plante, ihr Studium wieder aufzunehmen, wobei sie von einem Hochschulabschluss träumte. Sie strebte nach einem ruhigen Leben, weit weg von Daima, überzeugt davon, dass sie eine zweite Chance verdiente. Doch die Trennung bedeutete nicht das Ende ihres Leidens. Die Spannungen verschwanden nicht, im Gegenteil, sie verschärften sich sogar noch. Es folgten neue Ausbrüche gewalttätigen Verhaltens. Schließlich kam es so weit, dass Daniela rechtlichen Beistand suchen und Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstatten musste. Trotz finanzieller Schwierigkeiten tat sie alles, um das Wohlergehen ihrer Töchter und ihrer Mutter zu sichern, zu der sie eine herzliche und enge Beziehung hatte. Nach außen hin blieb sie lebensfroh und freundlich, immer mit einem Lächeln. Doch hinter verschlossenen Türen kämpfte sie mit der Realität, in der ein gefährlicher und unberechenbarer Mensch weiterhin Teil ihres Lebens blieb. Ihre Angehörigen wussten, dass die Beziehung zu Daima schwierig war und verstanden, wie sehr sie sich ständig zurückhalten musste. Abgesehen von seinen Aggressionsausbrüchen zeigte Daima völlige Verantwortungslosigkeit, wenn es darum ging, seinen Lebensunterhalt zu sichern. Wie er behauptete, arbeitete er gemeinsam mit seinem Onkel als Fahrer, um die Rechnungen bezahlen zu können. Doch mit Beginn der Pandemie verlor er seine Arbeit und die Situation wurde noch schwieriger. Später fand er eine Anstellung in einem Unternehmen im Zentrum von Barranquilla, doch auch dort lief alles schief, aufgrund seiner Abhängigkeit von illegalen Substanzen und seiner Neigung zu Konflikten. Trotz allem versuchten seine Angehörigen, ihn zu unterstützen und aus dieser Situation herauszuholen, doch er blieb in einem Teufelskreis gefangen, aus dem er nicht herauskommen konnte oder wollte. Im gleichen Zeitraum reichte Daniela erneut mehrere Anzeigen bei den Behörden ein. In 2 Fällen leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren ein. 3 weitere Anzeigen wurden beim Familienamt registriert. Die letzte Anzeige erstattete sie am 8. Mai 2020 in einem verzweifelten Versuch, die Aggressionen von Daima zu stoppen. Zu dieser Zeit erkrankte Danielas Mutter schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Nach der Entlassung zog Daniela zu ihr, um sich um sie zu kümmern. Angehörige erinnerten sich daran, dass sie nichts auf der Welt mehr fürchtete, als ihre Mutter zu verlieren, weshalb sie keinen Schritt von ihr wich. Diese Wochen schweißten sie noch enger zusammen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Iliana verbrachte sie viel Zeit zu Hause, backte Desserts, probierte Rezepte aus dem Internet aus und kochte Gerichte, die sie schon lange hatte ausprobieren wollen. In jenen Tagen herrschte zwischen ihnen eine echte Vertrautheit, doch am 17. August 2020 änderte sich alles. Am Montagmorgen verließ Daniela das Haus, ohne zu sagen, wohin sie ging. Bevor sie ging, versicherte sie ihrer Familie, dass sie bald zurückkehren würde. Selbstbewusst ging sie die Treppe hinunter und zu ihrer Nachbarin, die ihr oft bei der Betreuung ihrer Töchter half. Sie ließ die Kinder dort zurück und ging, ohne zu ahnen, dass sie zum letzten Mal sah. Nach Angaben ihrer Mutter hatte Daimer am Vortag angerufen und gesagt, er wolle Unterhaltsgeld überweisen. Daniela, die seine ständigen Versuche, sich mit ihr zu treffen, leid war, machte deutlich, dass sie den Kontakt nicht wieder aufnehmen wolle. Sie blieb standhaft. Wenn er seine Verpflichtungen als Vater wirklich erfüllen wolle, solle er einen anderen Weg finden, das Geld zu überweisen. Sie wollte ihn nicht sehen und hatte nicht vor, ihm noch eine Chance zu geben. Doch irgendwie gelang es ihm dennoch, sie zu einem Entgegenkommen zu bewegen. Etwas in seinen Worten brachte sie dazu, ihre Entscheidung zu ändern, ohne zu ahnen, dass dieses Nachgeben in einer Tragödie enden würde. Noch am selben Tag, nur wenige Stunden nach Danielas Weggang, erhielt ihre Mutter einen Anruf, den kein Elternteil jemals erhalten sollte. Am anderen Ende der Leitung erklang mit eisiger Gleichgültigkeit ein Geständnis. Daimer teilte mit, dass er Daniela das Leben genommen habe. Seine Worte waren kalt und trocken, ohne den geringsten Hauch von Reue. In diesem Moment blieb für Janice die Welt stehen. Panik ergriff sie. Obwohl er bereits zuvor mit Ähnlichem gedroht hatte, hoffte die Frau noch immer, dass dies nur eine weitere Manipulation sei. Sie wandten sich an die Polizei und begannen eine dringende Suche in Krankenhäusern und Aufnahmezentren. Sie hofften, Daniela sei vielleicht verletzt, aber noch am Leben. Die Hoffnung hielt jedoch nicht lange an. Noch am selben Nachmittag kontaktierte die Polizei Danielas Verwandte und bat sie, sich dringend zur Leichenhalle zu begeben. In einem Motel im Zentrum von Barranquilla war die Leiche einer Frau gefunden worden und die Beschreibung stimmte mit Danielas Aussehen überein. Als die Mutter dort eintraf, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Vor ihr lag der Leichnam ihrer Tochter. Weder persönliche Gegenstände noch Kleidung befanden sich in der Nähe. Ihre Handtasche, ihr Handy und ihre Kleidung fehlten. Die ersten, die Alarm schlugen, waren die Mitarbeiter des Motels. Sie erinnerten sich daran, dass Daniela am Morgen gemeinsam mit einem Mann das Gebäude betreten hatte. Damals kam ihnen das nicht ungewöhnlich vor. Regelmäßig kamen Paare in das Motel. Die Besorgnis begann erst 2 Stunden später, als der Mann allein herauskam, Daniela das Zimmer jedoch nicht verlassen hatte. Nach Angaben des Personals blieb er vor dem Verlassen des Motels ruhig an der Rezeption stehen. Eine der Mitarbeiterinnen fragte ihn, ohne etwas zu ahnen, ob seine Freundin noch länger bleiben würde. Er antwortete ruhig, dass sie später herauskommen werde, da sie sich angeblich noch umziehe. Danach verließ er eilig das Gebäude. Die Zeit verging, doch das Zimmer blieb verschlossen und still. Schließlich begannen die Mitarbeiter an die Tür zu klopfen, doch niemand öffnete. Daraufhin beschlossen sie, die Tür aufzubrechen. Im Inneren bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Daniela lag auf dem Bett, mit einem Laken bedeckt. Daneben befand sich ein großer Blutfleck und auf ihr Gesicht war ein Kissen gelegt worden. Die eintreffenden Polizisten fanden die Leiche unbekleidet vor und auf dem Boden lag eine Glasscherbe. Den gesicherten Spuren zufolge versetzte der Angreifer Daniela mit diesem Gegenstand einen tödlichen Stich in den Brustbereich und erstickte sie anschließend mit dem Kissen. Die Mutter identifizierte ihre Tochter und nannte sofort Daimer als möglichen Täter. Seine Beschreibung wurde auch von den Mitarbeitern des Motels bestätigt. Sie erkannten eindeutig den Mann, mit dem Daniela gekommen war. Trotz der vorhandenen Videoaufnahmen und Zeugenaussagen nahm die Polizei ihn nicht sofort fest. Danielas Angehörige befürchteten, dass er untertauchen oder anderen Menschen Schaden zufügen könnte. Ihren Aussagen zufolge war Daimer gefährlich und unberechenbar.
Die Ermittlungen wurden fortgesetzt. Nach der Rekonstruktion des Tathergangs stellten die Ermittler fest, dass Daniela und Daimer gegen Mittag im Motel eingetroffen waren. Überwachungskameras hatten sie gemeinsam am Eingang aufgezeichnet und einige Stunden später war nur noch er zu sehen, wie er die Tasche der Frau trug. Diese Aufnahmen wurden zu entscheidenden Beweisen in den Ermittlungen. Angesichts der Vorgeschichte familiärer Gewalt hatte die Polizei eine solide Grundlage, um ein Motiv für die Tat zu erkennen. Aufgrund der gesammelten Ermittlungsergebnisse erklärte die Polizei Daimer offiziell zum Hauptverdächtigen. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt, doch zu diesem Zeitpunkt war er bereits untergetaucht. Danielas Angehörige waren erschüttert. Die Nachricht von der Tragödie verbreitete sich schnell und löste sowohl bei Bekannten als auch in der Öffentlichkeit große Bestürzung aus. Die Trauerfeier fand am 19. August 2020 statt. Die junge Frau wurde auf einem der Friedhöfe von Barranquilla beigesetzt. Während der Zeremonie teilte ihre Mutter Erinnerungen an ihre Tochter und erzählte, wie lebhaft und außergewöhnlich ihr Leben gewesen war. Der Verlust hinterließ in ihrer Seele eine tiefe Leere, mit der sie nur schwer fertig wurde. Am stärksten litten diejenigen, für die Daniela gelebt hatte. Die jüngste Tochter, die gerade einmal 2 Jahre alt war, verstand nicht, was vor sich ging und weigerte sich zu essen. Die ältere Tochter verstand die Situation noch nicht vollständig, spürte jedoch bereits die Abwesenheit seiner Mutter. Die Geschichte löste in der Gesellschaft eine Welle aus Wut und Trauer aus. Die Menschen forderten die Bestrafung des Täters und besseren Schutz für Frauen, die sich in ähnlichen Situationen befanden. Besonders empörend war die Tatsache, dass Daniela mehr als einmal um Hilfe gebeten hatte, jedoch keine ausreichende Unterstützung erhielt. Die Medien widmeten dem Fall große Aufmerksamkeit. Es entstanden Diskussionen nicht nur über das Verbrechen selbst, sondern auch über die Probleme innerhalb des Systems, das Opfer häuslicher Gewalt eigentlich schützen sollte. Dennoch sah sich Danielas Familie zusätzlich mit einer Welle von Vorwürfen gegen die junge Frau konfrontiert. Einige Kommentare in den sozialen Netzwerken deuteten an, dass sie selbst schuld sei, weil sie sich zu einem Treffen mit demjenigen bereit erklärt hatte, der ihr bereits mehrfach wehgetan hatte. Diese Vorwürfe waren ein weiterer Schlag für die ohnehin bereits zerrüttete Familie. Sie verstärkten den Schmerz und das Leid von Danielas Angehörigen nur noch mehr und zwangen sie dazu, nicht nur mit dem Verlust fertig zu werden, sondern auch mit einer neuen Welle des Drucks und den Versuchen, die Verantwortung dem Opfer selbst zuzuschieben. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Empörung und der wachsenden Aufmerksamkeit setzte die Generalstaatsanwaltschaft des Landes eine Belohnung in Höhe von etwa $1.300 für Hinweise aus, die zur Festnahme von Daimer führen könnten. Die Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben, dass er Kontakt zu Verwandten aufgenommen hatte, um Geld und Kleidung zu erbitten und plante, unterzutauchen. Eines dieser Telefongespräche fand in einem örtlichen Geschäft in dem Viertel statt, in dem er früher mit Daniela gelebt hatte. Das Gespräch wurde von Nachbarn mitgehört. Die Polizei befand sich in erhöhter Alarmbereitschaft, richtete eine spezielle Hotline ein und bat die Bevölkerung um Mithilfe. In denselben Tagen verließ Daimers Familie plötzlich das Viertel und verschwand spurlos. Dies verstärkte die Angst und Verzweiflung unter Danielas Angehörigen, die bereits zu befürchten begannen, dass das Verbrechen ungestraft bleiben würde. Am 22. August 2020, einige Tage nach der Beerdigung, veranstalteten Danielas Verwandte und Freunde eine Kundgebung vor ihrem Haus. Es war eine friedliche, aber äußerst emotionale Demonstration. Die Menschen forderten Gerechtigkeit, die Bestrafung des Täters und ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Der Protest wurde von eindringlichen Parolen begleitet: Schluss mit der Straflosigkeit, Schluss mit dem Schweigen, Schluss mit der Angst. Organisiert wurde die Kundgebung von Danielas Freundinnen und ihrer Cousine, nicht nur aus Schmerz, sondern auch aus Angst davor, dass Daimer sich noch immer irgendwo in der Nähe und auf freiem Fuß befinden könnte. 4 Tage später berichtete Daimers ältester Onkel, der in einem Lebensmittellager arbeitete, in welchem Zustand sich seine Familie nach dem Vorfall befand. Er betonte, dass auch sie zu Opfern geworden seien. Daimers 76-jährige Großmutter und ihre Töchter seien gezwungen gewesen, das Haus aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen überstürzt zu verlassen. Der Mann versicherte, dass ihnen die ganze Schwere des Geschehens bewusst sei und sie mit Danielas Familie mitfühlten. Besonders hob er hervor, dass nun 2 Kinder ohne Mutter aufwachsen müssten
und verurteilte die Tat seines Verwandten. Seinen Angaben zufolge wussten sie nichts über Daimers Aufenthaltsort, hätten ihn jedoch sofort den Behörden gemeldet, wenn sie davon erfahren hätten. Er versicherte, dass sie ihm weder geholfen noch ihm Geld oder Kleidung gegeben hätten. Darüber hinaus bekundete er seine Bereitschaft, einen angemessenen Kontakt zu Danielas Familie aufrechtzuerhalten. Schließlich hätten sie gemeinsame Enkelkinder. Ihr Ziel sei es, so sagte er, dafür zu sorgen, dass Daimer seine Strafe verbüße und niemandem mehr Schaden zufüge. Erst fast 3 Wochen nach der Tragödie, am 6. September 2020, geschah etwas Unerwartetes. Daimer wurde festgenommen, jedoch nicht wegen des Verbrechens an Daniela, sondern bei einem versuchten Raubüberfall in Bogotá. Als er auf die Polizeiwache gebracht und seine Papiere überprüft wurden, stellte sich heraus, dass bereits seit längerer Zeit ein Haftbefehl gegen ihn wegen eines schweren Verbrechens im Zusammenhang mit dem Tod seiner Ex-Frau vorlag. Den Ermittlern war bis dahin nicht bekannt gewesen, wie genau er von Barranquilla in die Hauptstadt gelangt war. Die einzige Erklärung bestand darin, dass er die Lockerung der Beschränkungen für Inlandsreisen und Flüge nach der Pandemie genutzt hatte, um unterzutauchen und sich der Verantwortung zu entziehen. Zu dieser Zeit galten im Land weiterhin Einschränkungen aufgrund der gesundheitlichen Notlage, was die Fortbewegung erschwerte. Mit jeder neuen Information stieg die Spannung. Fast 3 Wochen lang war es Daimer gelungen, sich zu verstecken, und es schien, als habe er bereits geglaubt, der Verantwortung entkommen zu können. Seine Festnahme brachte Danielas Familie zwar Erleichterung, löste gleichzeitig jedoch eine neue Welle der Besorgnis bei jenen aus, die weiterhin befürchteten, das Verbrechen könnte ungestraft bleiben. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme befand sich Daimer in Begleitung eines weiteren Straftäters. Bei ihm wurden 2 Mobiltelefone und eine Goldkette gefunden, die Daniela gehört hatte. Besonders beunruhigend war die Tatsache, dass er versucht hatte, seine Identität zu verschleiern, indem er einen gefälschten Ausweis auf den Namen Hector Daniel Paramarines vorlegte. Erst einige Stunden nach seiner Festnahme konnten die Ermittler seine wahre Identität feststellen. Von diesem Zeitpunkt an wurden gegen ihn Anklagen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und eines schweren Verbrechens gegen Daniela erhoben. Am selben Tag fand eine virtuelle Gerichtsverhandlung in Barranquilla statt. Trotz zahlreicher Beweise, Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen und Umstände, die eindeutig auf seine Schuld hindeuteten, weigerte sich Daimer weiterhin, seine Schuld einzugestehen. Die Staatsanwaltschaft legte Videoaufnahmen vor, auf denen zu sehen war, wie er gemeinsam mit Daniela ein Motel betrat, an der Rezeption verweilte und das Gebäude später hastig allein wieder verließ. Dennoch bestritt er weiterhin jede Schuld, woraufhin das Gericht Untersuchungshaft anordnete. Erst am 12. August 2021, bereits in Haft, ging er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und bekannte sich offiziell schuldig. Das Gericht verurteilte ihn zu 34 Jahren Freiheitsentzug. Zwar kam es nicht zu einem vollständigen Gerichtsverfahren, doch die gesammelten Beweise waren mehr als ausreichend. Er wurde ins Gefängnis gebracht, wo er seine Strafe verbüßen muss. Danielas Familie war dies zumindest ein erster Moment der Gerechtigkeit. Dies half ihnen, dieses schwere Kapitel abzuschließen und sich auf die Zukunft von Danielas Töchtern zu konzentrieren. Sie tun alles dafür, dass die Kinder zu anständigen Menschen heranwachsen und die Erinnerung an ihre Mutter bewahren. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.